Der Himmel über Rom glüht rot. Rauch liegt schwer über den Dächern. Asche fällt auf heißen Marmor, wie Schnee in der Hölle. Menschen rennen, stoßen, schreien. Stell dir vor, du wachst auf und alles, was du liebst, steht in Flammen. Und irgendwo, in einem Palast über dir, steht ein Mann mit einer goldenen Leier in der Hand und lächelt. Das Herz des Imperiums brennt. Der Wind trägt nur einen Namen. Nero. Die Schatten der Zeit. Im Dezember 37 nach Christus wird ein Kind geboren, das später Feuer über diese Stadt bringen wird. Lucius Domitius Ahenobarbus, der spätere Kaiser Nero. Seine Mutter Agrippina, Enkelin des göttlichen Augustus und Schwester des wahnsinnigen Caligula, hat früh gelernt, Macht wird nicht geschenkt, sie wird genommen. Sie verführt, droht, vergiftet und überlebt. Als Caligula stirbt, richtet sie den Blick auf den neuen Kaiser Claudius, ihren Onkel. Sie heiratet ihn und zwingt ihn, ihren Sohn zu adoptieren. Kurz darauf stirbt Claudius, angeblich nach einem vergifteten Pilzgericht. Rom raunt, Agrippina habe nachgeholfen, doch sie erreicht ihr Ziel. Mit 16 Jahren trägt Nero Purpur. Das Volk jubelt, ein neuer Augustus scheint geboren. Doch hinter den Mauern flüstert man, der Junge ist zu weich, zu träumerisch für die Macht. Stell dir vor, du bist der mächtigste Mensch der Welt und willst nur eines, gehört werden. Zu Beginn ist Nero beliebt. Er senkt Steuern, verteilt Brot und Spiele, öffnet die Paläste für das Volk. An seiner Seite 2 Männer, die Vernunft verkörpern, der Soldat Burrus und der Philosoph Seneca. Sie lehren Mäßigung, doch Nero will Bewunderung. Seneca sieht in ihm anfangs einen Schüler, vielleicht sogar einen Hoffnungsträger. Er schreibt Reden für ihn, formt Worte, die Nero kaum versteht. Der junge Kaiser hört höflich zu. Doch in seinem Innern träumt er von Bühnenlicht und Applaus. Er spielt Lyra, schreibt Gedichte, probt Auftritte im Geheimen. Seine Mutter nennt es Torheit, der Senat nennt es Schande. Aber Nero sieht sich als Künstler. Schon hier zeigt sich der Riss zwischen Pflicht und Sehnsucht, zwischen Herrscher und Mensch. Rom liebt Spektakel, aber Nero liebt das Rampenlicht. Er eröffnet Theater, veranstaltet Musikwettbewerbe, zwingt Adlige auf die Bühne. Zum ersten Mal steht ein Kaiser selbst im Scheinwerferlicht. Er singt, tanzt, spielt Helden. Wer lacht, wird verbannt, wer nicht klatscht, verschwindet. Ein Kaiser, der glaubt, Applaus sei Liebe, Seneca und Burrus warnen, Rom braucht Stabilität, keinen Sänger. Doch Nero misstraut ihnen, besonders seiner Mutter, die zu mächtig geworden ist. Im Jahr 59 nach Christus lässt er sie töten. Zuerst soll sie in einem Boot ertrinken, sie überlebt. Dann befiehlt er, sie im Schlaf zu erstechen. Schlagt ihr in den Leib, sie hat Nero geboren, soll er gesagt haben. Mit Agrippina stirbt sein Gewissen. Von da an regiert Angst. Rivalen verschwinden, Philosophen werden verbannt, der Senat klatscht aus Furcht. Seine Frau Octavia, geliebt vom Volk, wird unter falschen Anschuldigungen hingerichtet. Er heiratet Poppaea, die ihn verehrt, bis er sie, schwanger, in einem Wutanfall tötet. Er lebt in goldenen Hallen, aber schläft keine Nacht ruhig. In dunklen Gängen hört er Schritte, glaubt, Schatten flüstern seinen Namen. Rom jubelt, doch keiner jubelt ehrlich. Ein Künstler gefangen in seiner eigenen Inszenierung. Sommer 64 nach Christus. Ein heißer Wind zieht durch die engen Straßen am Circus Maximus. Ein Funke genügt und Rom steht in Flammen. 6 Tage und 7 Nächte lodert die Stadt. 11 von 14 Vierteln werden zerstört. Die Hitze ist so groß, dass selbst Marmor zerspringt. Menschen fliehen, verlieren alles. Familien suchen Schutz in Tempeln, auf den Hügeln, am Tiberufer. Die Nacht ist so hell, dass man Bücher lesen kann, vom Licht der brennenden Häuser. Der Himmel selbst scheint zu brennen.
Nero ist in seiner Villa in Antium, als er die Nachricht hört. Er eilt nach Rom, öffnet Tempel, verteilt Getreide, organisiert Hilfe. So steht es in den Berichten. Doch das Volk glaubt anderes. Es erzählt, der Kaiser habe auf seiner Terrasse gestanden, in purpurnem Mantel, Lyra in der Hand, singend über den Untergang Trojas. Ein Mann, der das brennende Rom als Bühne sah. Hat er wirklich gesungen? Oder wollte Rom nur das hören, was es hören wollte? Nach dem Brand entwirft Nero neue Baupläne. Breitere Straßen, Brandschutzmauern, Wasserreservoirs. Doch dort, wo ganze Viertel lagen, erhebt sich bald sein Traum. Die Domus Aurea, das Goldene Haus. Ein Palast mit künstlichen Seen, Decken aus Elfenbein und sich drehenden Kuppeln. Im Zentrum steht eine Statue von ihm selbst, 30 Meter hoch. Rom ist empört. Nero braucht Sündenböcke und findet sie bei einer kleinen religiösen Sekte, den Christen. Er lässt sie verhaften, foltern, verbrennen. Manche dienen als lebende Fackeln, um seine Gärten zu erleuchten. Selbst der Historiker Tacitus schreibt später, das Volk hatte Mitleid mit den Opfern, nicht mit dem Kaiser. Rom brannte zweimal, einmal in Flammen und einmal im Gewissen. Nach dem Brand verliert Nero jede Kontrolle. Er sieht sich als göttlicher Künstler, doch das Reich versinkt in Schulden. Er plündert Tempel, erhöht Steuern, verschleudert Gold für Spiele und Paläste. In den Provinzen bricht offener Widerstand aus. Vindex in Gallien, Galba in Spanien. Beide erklären ihn für abgesetzt. Die Legionen verweigern den Treueeid. Selbst der Senat, der ihn einst anbetete, wendet sich ab. Im Juni 68 nach Christus wird Nero zum Staatsfeind erklärt. Er flieht aus Rom, begleitet nur von wenigen Getreuen. In einer Villa vor den Toren der Stadt hört er die Hufe der Reiter, die ihn festnehmen sollen. Er weiß, was kommt. Folter, Schmach, öffentlicher Spott. Der Mann, der sich für einen Gott hielt, stirbt als Flüchtiger. Er fragt, gibt es noch jemanden, der mich liebt? Niemand antwortet. Dann flüstert er, welch ein Künstler stirbt mit mir. Er stößt das Schwert in seine Kehle. Nero ist tot, mit nur 30 Jahren. Mit ihm endet die julisch-claudische Dynastie. Rom taumelt ins Jahr der 4 Kaiser. Galba, Otto, Vitellius, Vespasian. Chaos, Bürgerkrieg, Verrat. Doch das Reich überlebt. Von Nero bleibt kein Körper, nur ein Nachhall. Man löscht sein Bild, zerstört seine Statuen, doch sein Name bleibt. Ein Synonym für Wahnsinn und für das, was passiert, wenn Ruhm wichtiger wird als Verantwortung. Und doch, er war kein Dämon, nur ein Mensch, gefangen zwischen Sehnsucht und Größenwahn. Einer, der glaubte, Kunst könne ihn unsterblich machen und dabei alles andere verbrannte. Vielleicht war Nero nicht der Teufel, vielleicht war er nur zu menschlich. Wenn du mehr über die Abgründe hinter den Legenden wissen willst, über Menschen, die Geschichte formten und an ihr zerbrachen, dann abonniere uns. Geschichte endet nie, sie flüstert nur leiser.